Ich habe weiter in den Kisten gewühlt und mir die Güterwagen angeschaut und herausgesucht von der Märklin-Bahn, die ich letztens erwerben konnte, und habe alle diese Güterwagen zusammengefasst, die ich im Grunde genommen weitergeben möchte, weil sie mich persönlich nicht so interessieren. Und als erstes habe ich in die Finger bekommen die zweiachsigen Containerwagen von Märklin, die 4664, beladen mit 2 Containern. Der Wagen hier in der 6. Variante, gebaut von 1992 bis 1993. Als nächstes den Containerwagen 4672 von Märklin, in der ersten Version, gebaut 1984. Und der dritte Wagen, das ist wahrscheinlich der interessanteste von den 3 von Märklin, die 4765. Bahngesellschaft ist die SJ, die schwedische Bahngesellschaft, und das ist wohl ein Sondermodell von 1987, wenn ich das richtig gesehen habe. Die 3 von der Ausführung eigentlich sehr schöne Wagen, aber Containerwagen sind nicht so mein Ding. Deswegen habe ich mir den nächsten hier rausgeholt und dann gibt es nochmal 2 von den verkürzten Varianten der Containerwagen. Und der erste ist von Märklin, die 4455. Diese sind dann beladen mit nur einem Container. Und dieser Wagen wurde wohl gebaut von 1987 bis 1989. Und der letzte der Containerwagen ist die Märklin Nummer 4481 mit dem weißen Märklin-Container. Und dieser wurde wohl gebaut mit Unterbrechungen von 1985 bis 1998. Und als letztes habe ich noch hinten angehängt von Märklin die 4693, den Teleskophaubenwagen von Märklin. Hier wahrscheinlich in der 3. Variante, gebaut von 1982 bis 1998. Als zweites habe ich sämtliche Niederbordwagen herausgesucht, egal mit oder ohne Beladung, mit Plane, 2- oder 4-achsig. Und damit habe ich sozusagen dann den nächsten Zug zusammengestellt. Im Einzelnen handelt es sich dabei um den 4-achsigen Niederbordwagen 4473. Und dieser ist dann wohl auch die Basis für sämtliche andere 4-achsigen Niederbordwagen. Und dieser wurde gebaut von 1978 bis 1986. Dann haben wir die 2-achsigen Niederbordwagen, und zwar 3-mal die 4423. Und in dieser Variante wurden diese wohl gebaut von 1977 bis 1987. Dann haben wir als nächstes von Märklin die 4475, den Planwagen. Hier ist die Basis dann der vorher vorgestellte 4-achsige Niederbordwagen mit der Nummer 4473. Und in der Ausführung mit der Plane obendrauf wurde diese Variante wohl gebaut von 1978 bis 1986. Als nächstes haben wir dann von Märklin die 4474, der 4-achsige Flachwagen beladen mit Raupe und Radlader. Davon gab es dann wahrscheinlich verschiedene Varianten. Das müsste die 2. Variante sein. Und diese wurde gebaut in 1986. Und der 2-achsige Niederbordwagen, die 4424, hier dann nur beladen mit der Raupe, in der ersten Version, und diese wurde gebaut von 1978 bis 1983. Und als letzten Niederbordwagen habe ich hier die Märklin auf der Packung 00758-11, ein THW-Modell, was wohl aus einer größeren Packung stammen sollte, von 24 Wagen, wenn ich das richtig verstanden habe, und dann müsste das rein theoretisch der 11. Wagen sein. Habe allerdings jetzt hier leider keine Jahreszahl gefunden und kann euch deswegen leider nicht sagen, wann dieses Modell gebaut wurde. Und das Ganze dann zusammengestellt zu einem reinen Niederbordwagenzug. Vorne die alte V200, das ist die alte Lokomotive von mir, und im Gegenzug mit den Containern die V160, auch das ist meine alte Lokomotive, die ihr aus den anderen Videos schon kennt. Und dann habe ich noch einen dritten Zug zusammengestellt. Das Video habe ich allerdings schon vor einer Woche gedreht. Deswegen ist hier bei den Aufnahmen auch das Kettenkarussell, das Riesenrad und das Rundcafé noch nicht auf der Anlage zu sehen. Das sind die 27 cm D-Zugwagen in der beige-türkisen Variante. Gezogen wird das Ganze vorne von der V200, die ihr auch schon aus den älteren Videos kennt. Der Zug hat mir eigentlich relativ gut gefallen. Vor allen Dingen die Farbgebung ist hier ziemlich gleichmäßig, weil die Wagen wohl alle aus den 80er Jahren stammen. Bei den Blechwagen hatte ich bis jetzt hier schon öfters das Pech, dass sie wohl aus unterschiedlichen Jahrgängen stammen.
Und da Märklin hier die Farbmischung wohl nicht immer ganz genau eingehalten hat, haben die Blechwagen in Beige Türkis immer irgendwie leicht abweichende Farbtöne. Und bei dem Zug ist das komplett anders. Die Farben sind hier ziemlich gleichmäßig und der Zug macht auf mich einen richtig guten Eindruck. Besteht jetzt insgesamt aus 7 Wagen. Das heißt, zu den normalen Erste- und Zweite Klasse Wagen ist noch der Gesellschaftswagen und der Weinstraßewagen dabei. Und neben dem normalen Gepäckwagen auch noch der Bahnpostwagen. Und vorne hinter der Lokomotive hängt direkt der Bahnpostwagen von Märklin, die 4157 in der ersten Variante. Diese wurde gebaut in 1983. Als nächstes der normale Gepäckwagen von Märklin, die 4093. Hier in der dritten Version, gebaut von 1977 bis 1984. Dann kommt als nächstes der Erste-Klasse-Wagen von Märklin, die 4091. Diese wurde gebaut von 1979 bis 1983. Dann die 4092, der Zweite-Klasse-Wagen. Dieser wurde auch gebaut von 1979 bis 1983. Dann ein weiterer Zweite-Klasse-Wagen von Märklin, die 4154. Auch dieser wurde gebaut von 1979 bis 1983. Dann der Wagen Deutsche Weinstraße von Märklin, die 4176. Dieser wurde gebaut von 1984 bis 1987. Und am Ende noch der Gesellschaftswagen, die 4175. Und dieser wurde auch gebaut von 1984 bis 1988. Für mich in dieser Variante ein sehr schöner Zug. Die 27 cm Wagen sind für meine Radien hier aber zu lang. Deswegen habe ich den Zug auch direkt weitergegeben und habe ihn gar nicht mehr hier. Wollten aber nochmal unbedingt im Bild festhalten, weil er mir unheimlich gut gefallen hat. Aber ich bleibe bei meiner Anlage hier bei den 24 cm Wagen. Und das waren meine 3 Züge, heute wieder mit einem kleinen Zwischenvideo. Wenn ich irgendwas vergessen habe oder irgendwas ergänzen könnt, dann wäre es schön, wenn ihr mir es in die Kommentare schreibt. Dann trage ich das wieder gerne nach. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Demnächst gibt es wieder mehr und bis gleich.